Ich zeige, wie man den Start-Stopp-Knopf modifiziert und die Motorstartzeit, genauer gesagt die Anlasserlaufzeit, verlängert. Denn im Grunde haben alle Start-Stopp-Knöpfe eine Standard-Anlasserlaufzeit von 1 Sekunde, wenn man den Motor startet. Oder bei einigen Modellen beträgt sie 0,8 Sekunden. Oft reicht diese Zeit jedoch nicht aus, um den Motor zu starten. Es gibt auch einen manuellen Start, bei dem man den Knopf gedrückt hält und der Anlasser so lange dreht, wie man den Knopf hält. Das ist aber nicht immer bequem und viele Leute wollen nicht manuell starten, sondern dass der Motor von selbst anspringt und man nicht warten muss, bis der Anlasser dreht. Und in diesem Video zeige ich, wie man diese Zeit verlängern kann, denn softwareseitig lässt sich das nicht verlängern. Wenn hier 1 Sekunde fest einprogrammiert ist, bleibt es dabei. Aber man kann ein Relay hinzufügen. Ich zeige jetzt welches. Hier sind 2 Arten von Relay, die für diese Situation geeignet sind. Die Modelle liegen NIS 3. Das ist dasselbe Relay, nur wurde dieses hier in ein Gehäuse gesteckt und anders benannt. Aber im Inneren befindet sich genau dasselbe Relay, dasselbe Modul. Jetzt zeige ich, wie der Knopf im Standardmodus funktioniert. Wir schließen ihn jetzt an. Hier haben wir alle Kabel. Sie sind abisoliert. Knöpfe verschiedener Modelle werden grundsätzlich gleich angeschlossen. Und die Kabelfarben sind sogar standardmäßig gleich, damit nichts verwechselt wird. Die roten und schwarzen Kabel sind für die Stromversorgung des Knopfes. Das heißt, an das schwarze Kabel legen wir Minus an. An das rote Kabel legen wir Plus an. Dieser Knopf ist mit einer Wegfahrsperre ausgestattet. Wenn Sie einen Knopf ohne Wegfahrsperre haben, wird er grundsätzlich genauso eingestellt und angeschlossen. Ich habe den Knopf entsperrt und er klickt. Die Betriebsmodi werden umgeschaltet. Das heißt, die erste Position ist die Zündung, die zweite Position. Damit der Anlasser funktioniert, schließen wir ihn jetzt auch an. Er wird mit dem gelben Kabel gestartet. Das heißt, die weißen, grünen und blauen Kabel gehen zur Zündposition und das gelbe ist speziell für den Anlasserstart. Minus wird dauerhaft an den Anlasser angeschlossen, wie die Masse am Motor. Wir verdrehen sie zusammen. Minus. Und das gelbe Kabel wird den Anlasser starten. So. Und wir brauchen noch ein grünes Kabel. Das grüne Kabel wird an das Bremspedal angeschlossen. Wenn Sie das Bremspedal betätigen, wird an dieses Kabel Plus angelegt. Das heißt, ich werde es so machen. Das bedeutet, dass ich auf die Bremse getreten bin. Um den Motor zu starten, muss man die Bremse so gedrückt halten. Und dann den Knopf drücken. Es hat sich blockiert, als ich das Minuskabel abgeklemmt habe. Wir entsperren es erneut. Wir halten die Bremse gedrückt. Hier leuchtet unsere Anzeige. Und hier beim Betätigen des Bremspedals hat sich der Anlasser für 1 Sekunde eingeschaltet. Nun, wenn das Auto modern und intakt ist, ist es bereits gestartet und läuft. Aber wenn Sie einen Vergasermotor haben oder das Auto schlecht läuft, schlecht anspringt oder es alt ist, kurz gesagt, dafür gibt es einen manuellen Startmodus. Je länger wir halten, desto länger dreht sich der Anlasser. Das heißt 2 Betriebsmodi. Aber manchmal möchten die Leute, dass der Motor von selbst startet. Deshalb können wir dieser Taste ein Zeitrelay hinzufügen. Und es wird die Anlasserlaufzeit verlängern. Und hier können wir die gewünschte Zeit programmieren und einstellen. Zum Beispiel 2 Sekunden oder 1,5 Sekunden. Wir können es auch je nach Jahreszeit ändern. Zum Beispiel, wenn es im Winter länger zum Starten braucht, können wir 2 Sekunden einstellen. Wenn es im Sommer besser anspringt, können wir 1,5 Sekunden einstellen. Im Allgemeinen werde ich jetzt zeigen, wie wir das alles anschließen. Es wird einfach angeschlossen. Hier sind die Kontakte auf der Rückseite beschriftet. Wenn man sich das Video genau ansieht, wird, denke ich, alles klar sein. Die Stromversorgung des Relay beträgt 6 bis 30 Volt. Das passt genau für ein Auto. GND ist Minus und 630 Volt ist Plus. Das sind diese beiden Kontakte. Wir müssen Strom für den Betrieb des Relais zuführen. Das Minus habe ich hier. Es ist auch hier geblieben. Ich füge einfach ein kleines Kabel zur Bequemlichkeit hinzu. Hier ist es. Das Minus wird hierher gehen.
Auch werde ich einen Schraubendreher nehmen und alles festziehen. Meines angeschlossen. Fertig. Jetzt brauchen wir Plus. Wenn wir einfach den Dauerplus nehmen, der von der Batterie kommt, und ihn anschließen, wird das System funktionieren, aber es wird ständig in Betrieb sein. Was ist also zu tun? Es ist besser, den Pluspol dieses weißen Kabels zu nehmen. Er wird zu einer der Positionen führen. Schauen Sie auf den Schaltplan. Irgendwo gab es eine Anleitung. Hier ist der Schaltplan. Und es ist beschriftet Position 1. Weißes Kabel. Ich werde die Stromversorgung für das Relais von hier nehmen. Denn wenn wir den Knopf ausschalten, also die Zündung ausschalten, schaltet sich auch das Relais aus. Die Einstellungen darin bleiben erhalten, sie werden nicht verloren gehen. Deshalb ist es besser, die Stromversorgung von hier zu nehmen. Und wenn das Auto ausgeschaltet wird, schaltet sich auch das Relais ab. Eine Dauerstromversorgung benötigt es nicht. Alle Einstellungen bleiben erhalten. Deshalb kann man es ausschalten. Wir drücken den Knopf. Wir schalten die Zündung ein. Und unser Relais wurde aktiviert. Es hat sich eingeschaltet. Wir schalten die Zündung aus. Das Relais hat sich abgeschaltet. Damit ist im Prinzip alles klar. Jetzt müssen wir noch ein Signal an den Trigger senden. Der Minuspol ist bei uns gemeinsam. Wir können eine kleine Brücke setzen. Das machen wir jetzt. Wir machen eine Brücke zum Minuspol, ein Stück Kabel, und verbinden es mit dem Minuspol. Der Knopf schaltet sich nach 30 Sekunden automatisch aus und wird blockiert. Das heißt, wenn wir keine Manipulationen vornehmen, wird der Knopf blockiert. Man muss ihn dann wieder mit den Schlüsseln entsperren. An den Minuspol haben wir eine Brücke gelegt. Als Triggersignal dient uns das gelbe Kabel. Das heißt, es wird den Anlasser starten und unser Relais aktivieren. Ich nehme hier ein weiteres gelbes Kabel, denn hier gibt es schon so viele Kabel, dass man sich im Prinzip schon verirren kann. Wir schließen es an. Das gelbe Kabel lassen wir auch am Anlasser, weil dieser Modus manuell ist, wenn man den Knopf gedrückt hält. Es könnte uns noch nützlich sein. Deshalb lassen wir es auch dran. Und wenn wir es gedrückt halten, dreht sich der Anlasser ständig. Diese Funktion behalten wir also bei. So machen wir das. Fertig. Jetzt prüfen wir es. Wir entriegeln den Knopf. Wir nehmen unser Bremspedal, drücken, starten. So, der Anlasser schaltete sich für eine Sekunde ein, aber das Relais arbeitete länger. Jetzt muss der Anlasser vom Relais mit Strom versorgt werden. Wir nehmen noch ein Kabel. Auf dieser Seite haben wir einen normalerweise geschlossenen und einen normalerweise offenen Kontakt. Und für den Betrieb benötigen wir einen Pluspol. Einen konstanten, diesen hier, nicht von der Taste, entweder von hier oder vom weißen Kabel. Auch egal, weil der Knopf eingeschaltet sein wird. Der Pluspol wird beim Einschalten auch hierher geleitet. Wir können es so machen. Entweder von hier oder von hier. Aber es ist bequemer für mich, diesen anzuschließen, damit es weniger Brücken gibt. Wir schließen es an den mittleren Kontakt an. Wir ziehen es fest. So, wir lassen es. Und diesen hier, der näher am USB liegt. An diesen schließen wir ein Kabel an. Das wird die Stromversorgung des Anlassers sein, wenn das Relais eingeschaltet wird. So, wir haben es angeschlossen und verbinden nun den Anlasser mit dem gelben Kabel. Das heißt, dieses gelbe Kabel wird sowohl der Auslöser sein, als auch der Anlasser darüber funktionieren. Das heißt, wir haben das Grüne mit dem Gelben verbunden. Jetzt zeige ich, wie man dieses Relais einstellt. Wir schalten die Zündung in die erste Position.
So, es hat sich eingeschaltet. Unsere Taste leuchtet auf. Wir gehen ins Einstellungsmenü. Hier wählen wir Programm Einzug und 1 aus. Das ist das allererste Programm. Es ist genau richtig für diesen Modus. Wir stellen das Relay in den On-Modus. Oft bedeutet, das Relay ist ausgeschaltet. Das heißt, man kann es ausschalten. Es wird nicht funktionieren und nicht an diesem System teilnehmen. Man kann es einschalten. Wir gehen in die Einstellungen. Wir drücken Set. Point. Wir drücken Set einmal und stellen die Zeit ein. Hier können wir mit der Stop-Taste die Punkte durchblättern. Das hier sind Minuten. Das hier sind Sekunden. Ich wähle, dass es noch Zehntelsekunden gibt. Das heißt, 2 Sekunden sind 0 Zehntelsekunden. Und mit den Up-Tasten und Down-Tasten wählen wir die gewünschte Zeit. Zum Beispiel 1,5 Sekunden. Wir speichern die Einstellungen. Und jetzt versuchen wir, den Motor zu starten. Ich drücke die Bremse. Hier ist unser grünes Kabel. Und die Zeit lief 1,5 Sekunden ab. Abgestellt. Wir versuchen 2 Sekunden einzustellen. Wir gehen ins Einstellungsmenü und stellen zum Beispiel 2 ein. Es geht sogar noch mehr. 2,5. Wir speichern die Einstellungen und versuchen zu starten. Wir drücken wieder die Bremse. Es schaltete sich für 2,5 Sekunden ein. So funktioniert unser System, zusammen mit dem Relay. Und es bleibt uns auch ein Modus, in dem wir den Anlasser manuell betätigen können. Lass es uns versuchen. Wir haben das Auto abgestellt. Und jetzt starten wir es neu. Wenn die Bremse nicht ausgeschaltet wird, das heißt, wir können, falls das Auto nicht anspringt, sofort die Taste gedrückt halten und es wird sich dann so lange drehen, wie wir es brauchen. So funktioniert dieses System. Links zu diesem Relay hinterlasse ich in der Beschreibung. Man kann sie bei AliExpress bestellen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.